Deutschland gehört zu den größten Pestizidexporteuren weltweit. Mit Bayer und BASF haben 2 der 4 größten Unternehmen ihren Sitz in Deutschland. Gemeinsam sind sie dafür verantwortlich, dass in der EU nicht genehmigte Pestizide nach Südafrika und Brasilien exportiert werden. Das Fatale daran ist, dass Bayer und BASF mit diesen Doppelstandards in einem milliardenschweren Markt Geschäfte machen, dessen Umsatz sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht hat. Einerseits exportieren Bayer und BASF ihre Produkte direkt unter eigenem Label. Auch das sind hochgiftige Pestizide zum Teil, die in der EU verboten sind. Andererseits exportieren sie Wirkstoffe, die dann im globalen Süden unter anderem Label vermarktet werden. Das führt dazu, dass wir Pestizidvergiftung vor allem im globalen Süden haben. 99% der Vergiftungen sind in Lateinamerika, in Asien und in Afrika zu beobachten. Neben den massiven Umweltschäden heißt das ganz konkret, dass nach wissenschaftlichen Schätzungen mehrere Millionen Menschen pro Jahr wegen einer akuten Pestizidvergiftung im Krankenhaus landen. Zehntausende sterben gar daran. Uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung ist es wichtig, zu zeigen, dass diese Menschen aufgrund von strukturellen Problemen sterben. Bayer und BASF zielen mit ihren Produkten auf Märkte, Wirtschaftsbereiche, große Plantagen, wo Arbeitsrechtsverletzungen und Ausbeutung zum Standard gehören. Durch ihr Monopol auf die Produktion von Wirkstoffen schaffen sie weltweit Abhängigkeitsverhältnisse. Genau dafür brauchen wir politische Lösungen. Gemeinsam mit Landarbeiterorganisationen haben wir in Südafrika auf den Zitrusplantagen recherchiert. Wir haben dort eine Reihe problematischer Substanzen gefunden. Ein Beispiel ist das Produkt Hunter 24 von BASF. Das ist ein Insektizid, basierend auf dem Wirkstoff Chlorphenapyr. Das ist ein hochgefährliches Pestizid. Die Arbeiter bringen solche Substanzen aus. Es fehlt an Schutzkleidung. Auf den Plantagen wird gesprüht und gleichzeitig nebendran weitergearbeitet. Und das Trinkwasser ist massiv verseucht. Solche Menschenrechtsverletzungen dokumentieren wir in unserer Studie auch in Brasilien, wo ganze Dörfer in unmittelbarer Nachbarschaft zu Plantagen durch großflächige Sprüheinsätze aus Flugzeugen kontaminiert und vergiftet wurden. Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, den Export von hochgefährlichen Pestiziden sofort zu verbieten. Während wir als Konsumenten in der EU durch hohe Lebensmittelstandards geschützt sind, werden die fundamentalen Rechte derer, die das Essen weltweit produzieren, massiv untergraben. Wir brauchen eine umfassende Agrarwende, denn es geht nicht nur um gesundes Essen, sondern auch um gesunde Arbeitsbedingungen weltweit. Wir unterstützen die vielfältigen Proteste gegen Bayer Monsanto, gegen BASF auf Aktionärsversammlungen hier in Deutschland und auch international. Veränderung brauchen wir jetzt.